Hallo miteinander. Mein Name ist Katja Rieck. Ich arbeite am Stadtspital Zürich. Seit dem Frühjahr 2020 beschäftigt sich unser Team mit Long-Covid in der Physiotherapie. Diese Videopodcasts von Physio for Physio richten sich in erster Linie an Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Gerne spreche ich heute über ein Schlüsselelement in der Rehabilitation von Long-Covid, das Pacing. Pacing ist facettenreich. In diesem ersten von 3 Teilen über Pacing möchte ich versuchen, den Begriff zu erklären und den Nutzen aufzuzeigen. Pacing ist die wichtigste Strategie für Long-Covid-Betroffene im Umgang mit Fatigue und Post-Exertional Malaise. Pacing ist ein schonendes und vorausschauendes Aktivitäts- und Energiemanagement. Durch den sorgfältigen Umgang mit den eigenen Energiereserven auf körperlicher, kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene soll das Auftreten einer Post-Exertional Malaise so gut es geht vermieden werden, weil solche sogenannten Crashs den Allgemeinzustand und die Lebensqualität der Betroffenen anhaltend verschlechtern können. Der englische Begriff Pacing kann in etwa übersetzt werden mit sich selbst das richtige Tempo vorgeben. Entwickelt wurde das heutige Pacing von ME-CFS-Forschenden und Erkrankten in den 1980er Jahren, federführend unter der Wissenschaftlerin Ellen Goldsmith. Pacing ist eine Selbstmanagement-Strategie. Das heißt, Pacing ist eigentlich keine Behandlung an sich, sondern eher eine Coping-Strategie, um mit den Einschränkungen, welche die verminderten Energieressourcen mit sich bringen, umgehen zu können. Pacing ist ein Werkzeug, aber wohl eines der wichtigsten in einem Werkzeugkasten voll verschiedener Strategien, welche Betroffenen mit Fatigue und Post-Exertional Malaise helfen können, ihre Symptome zu managen. Ganz wichtig zu sagen ist, Pacing ist keine Vermeidungsstrategie. Durch das individuelle Ausbalancieren von Aktivität und Erholung soll sowohl eine Überforderung als auch eine Unterforderung verhindert werden. Körperliche Aktivität soll weder verboten oder verteufelt werden, aber auch nicht forciert. Man möchte sich innerhalb der aktuellen Energiegrenzen körperlich belassen, ohne dabei einen Crash zu provozieren. Das Ziel ist es, aus dem Auf und Ab zwischen guten und schlechten Tagen herauszufinden und in einen stabilen Energielevel und Alltag zurückzufinden. Ruhe und Erholung sind beim Pacing also genauso wichtig wie Aktivität. Man erkennt, Pacing scheint auf den ersten Blick nicht eine sehr attraktive Lösung zu sein. Es benötigt Planung und Disziplin in der Umsetzung. Das Setzen von Prioritäten bedeutet auch, dass man auf Dinge verzichten muss, die man eigentlich gerne tun möchte. Es braucht viel Achtsamkeit und eine gute Körperwahrnehmung, um die Warnhinweise zu erkennen und rechtzeitig Pausen einzulegen. Und schlussendlich verlangt es viel Geduld mit sich selbst. Die Theorie des Pacing ist relativ einfach zu verstehen. Die Umsetzung im Alltag aber ist eine Kunst, welche geübt werden muss. Insbesondere wenn verschiedene Verantwortungen und Ansprüche wie Aufgaben in der Familie oder im Beruf sich mit den eigenen Bedürfnissen nach Pause in die Quere kommen. Wright und seine Kollegen untersuchten den Zusammenhang von körperlicher Aktivität und Symptomen in 477 Long-Covid-Patientinnen und Patienten. Die körperlichen Aktivitäten wurden unterteilt in Aktivitäten des täglichen Lebens, sogenannte ADLs, in zügiges Gehen, in körperliche Aktivität mit moderater Intensität und mit hochintensiver Intensität. Auf der ersten farbigen Grafik sehen wir, dass körperliche Aktivität die Long-Covid-Symptome in 75% der Teilnehmer verschlechterte. Gerade mal 0,8% berichteten davon, dass die Symptome sich verbesserten durch körperliche Aktivität. 21% berichteten von unterschiedlichen Effekten, also einmal reagierten sie gut darauf und einmal schlecht. Und bei 29% hatte körperliche Aktivität keinen Effekt.
Auf der zweiten Grafik mit dem Schwarz-Weiß im Balken ist ersichtlich, dass über alle Intensitäten hinweg die drei häufigsten Symptome, welche sich durch körperliche Aktivität verschlechtern, ist die Fatigue mit 86%, die respiratorischen Symptome mit 56% und die muskuloskeletalen Symptome mit 43%. Körperliche Aktivität ist also nicht per se gut oder schlecht. Gerade weil es Long-Covid-Betroffene gibt, welche auch positiv auf körperliche Aktivität reagieren oder gemischte Resultate zeigen, sieht man, dass man immer individuell schauen muss, in welche dieser Gruppen der Patient vor einem genau hineingehört und ihn dementsprechend beratet und unterstützt. Wie wir gehört haben, Pacing braucht Disziplin, Geduld und Energie. Die Frage ist also, lohnt es sich? Und die überwältigende Antwort von den allermeisten Personen, welche mit einem chronischen Fatigue-Syndrom leben, lautet ja. Der Aufwand, das Planen und die Disziplin lohnen sich. Der mittel- und langfristige Nutzen von Pacing kann sein eine Stabilisierung der Symptome, die Erhöhung der Selbstwirksamkeit und Verbesserung der Kontrolle über eine herausfordernde Krankheit und Lebenssituation, Reduktion der Häufigkeit und Schwere der PEM, die Befähigung zu planen und Probleme zu lösen trotz limitierten Ressourcen, Kommunikation gegenüber anderen Menschen, was an Aktivität normalerweise möglich ist und was eben nicht. Und für einige kann Pacing auch die Herstellung einer stabilen Ausgangslage sein, von wo aus eine Verbesserung oder Erholung möglich ist. Beim eigentlichen Pacing geht es nicht darum, die Leistungsfähigkeit oder das Aktivitätsniveau zu steigern, wie es beim Graded Exercise Training der Fall ist. Aber einige Betroffene finden durch das Pacing zu so einer nachhaltigen und stabilen Basis, dass sie mit der Zeit versuchen können, ihre Aktivitäten graduell und vorsichtig zu erhöhen und so auf eine höhere stabile Basis finden. Das wird auch Pacing abgenannt. Eine Steigerung der Aktivität und Funktion ist also nicht das Ziel von Pacing, sondern im besten Fall eine Nebenwirkung oder ein Nebeneffekt. Aber je besser das Pacing umgesetzt werden kann, umso größer ist die Chance, dass die Fatigue sich mit der Zeit erholen kann. Forschung zeigt, dass sich die körperliche Funktion und die Fatigue verbessern kann in den Personen, welche sich innerhalb ihrer eigenen Energiereserven bewegen. Im Vergleich zu den Personen, die sich mehr zumuten, als es ihnen ihre zur Verfügung stehende Energie erlauben würde. Die meiste Forschung dazu stammt von Professor Leonard Jason und seiner Gruppe. Leonard Jason ist der Erfinder der Energy Envelope Theorie und des Verfassers des Depot Symptom Questionnaires. Von beiden ist im Zusammenhang mit ME/CFS oder Long Covid viel zu hören. Diese Grafiken stammen aus einer Untersuchung von Jason und Mary Benton im Jahr 2009 und sie untersuchten den Effekt des Pacings bei 114 ME/CFS-Patienten über 12 Monate hinweg. Sie konnten die Daten von 81 Patienten auswerten. 49 Patienten ist es gelungen, ihren Alltag so zu gestalten, dass sie ihre Energiereserven nicht überschritten, und 32 Patienten sind regelmäßig über ihre Grenzen hinausgegangen. Die körperliche Funktion wurde mit dem SF36-Fragebogen gemessen und die Schwere der Fatigue mit dem Fatigue Severity Scale, das ist ebenfalls ein Questionnaire. Und man kann auf beiden Grafiken schön erkennen, dass es über 12 Monate hinweg nur eine Verbesserung gegeben hat bei denen, welche sich innerhalb ihrer Energiegrenzen bewegt haben. Unsere eigene Erfahrung mit Long-Covid-Betroffenen haben aber gezeigt, dass sich tatsächlich bei den meisten die Funktion und Fatigue verbessern kann. Wie schnell sich eine Stabilisierung der Symptome einstellt, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Althea schreibt es in ihrem Ratgeber Fatigue 1 sehr schön, ich zitiere:
Wer bei den ersten Anzeichen von Fatigue aufmerksam, vorsichtig und geduldig ist mit sich, hat gute Chancen auf eine stetige Verbesserung. Wer hingegen zu früh zu viel von sich verlangt, läuft Gefahr, den Heilungsprozess zu verlangsamen. Leider können Schwererkrankte Verschlechterungen nach Anstrengung trotz Pacing nicht zuverlässig verhindern, weil bei ihnen auch unvermeidbare Tätigkeiten wie Essen, Waschen oder leichte Bewegungen einen Crash auslösen können. Zudem besteht ein alltägliches Dilemma für Erkrankte darin, dass ihr Antrieb, anders als etwa bei Burnout oder Depression, trotz körperlicher und kognitiver Einschränkung nicht vermindert ist. Entsprechend leicht geschehen Überlastungen. Zitat Ende. In der Gruppe von sehr schwer Betroffenen, welche die Canadian Consensus Criteria 2003 für ME/CFS erfüllen, ist meiner Erfahrung nach meist nur eine Symptomstabilisierung möglich oder es sind wirklich nur sehr kleine Verbesserungen über die Monate hinweg zu erreichen. Bei allen anderen ist eine schnellere oder langsamere, aber stetige Verbesserung ersichtlich. So oder so, Pacing ist eine wichtige Strategie, um trotz Fatigue und PEM eine möglichst hohe Lebensqualität zu erreichen. Das Thema Pacing ist ein riesengroßes Thema und bestimmt habt ihr bereits gemerkt, dass man darüber noch Stunden erzählen könnte. Pacing als Betroffener zu machen, ist wie gesagt eine hohe Kunst, die geübt werden muss. Ich finde aber auch, dass es eine Kunst ist für uns Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, mit dem Patienten das Pacing zu erarbeiten. Da es eine der wichtigsten Strategien in der Begleitung von Long-Covid-Patienten ist, lohnt es sich, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Das Wertvolle am Pacing für uns Therapeuten ist, dass es sich in vielleicht etwas veränderter Form für sehr viele Patienten mit ganz unterschiedlichen Diagnosen einsetzen lässt. Wer sich noch etwas vertiefter mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dem kann ich Folgendes empfehlen. Einerseits der Ratgeber Pacing for People with ME von Action for ME. Das ist eine Vereinigung aus England. Die haben einen sehr ausführlichen Ratgeber auf Englisch geschrieben. Dann die Altea-Ratgeber, von denen habt ihr jetzt schon viel gehört und werdet ihr noch ganz viel hören. Sie haben wirklich hervorragende Arbeit geleistet und verschiedenste Ratgeber zu verschiedenen Themen geschrieben und sie sind sehr lehrreich, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige, aber eben auch für uns Therapeuten. Das Kantonsspital Luzern hat im Mai 2022 ein zweistündiges Webinar gehalten, welches sich lohnt anzuschauen und noch etwas mehr Hintergrund bietet zum Energiemanagement aus physio- und ergotherapeutischer Sicht. Nun verabschiede ich mich von euch und freue mich, wenn ihr auch beim zweiten Teil über Pacing mit dabei seid. Tschüss zusammen.